Also jemand, der traumatisiert ist, der lebt in der Vergangenheit. Der hat Angst vor seinen eigenen Erinnerungen, der erlebt immer wieder den Krieg in Gedanken, in Bildern, in Albträumen. Also wir gehen davon aus, dass wenn wir uns die internationalen Studien anschauen, wie hoch das Ausmaß an Traumatisierungen in Flüchtlingspopulationen ist, dann gehen realistische Schätzungen sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen von einer Größenordnung zwischen 20 und 40% aus. Wenn 2015 1 Million gekommen sind, dann haben wir allein in dieser Gruppe, die 2015 gekommen sind, einen Bedarf von 200, 300, 400.000 Flüchtlingen, die Therapie brauchen. Das ist vollständig undeckbar durch die Anzahl von Psychotherapeuten, niedergelassenen Psychotherapeuten, die wir hier haben. Menschen, die zu uns fliehen, das sind keine Menschen, die sich ausgesucht haben, unbedingt zwingend nach Deutschland kommen zu wollen. Ein Großteil der Flüchtlinge, gerade die Flüchtlinge aus Kriegsgebieten, die fliehen nicht nach Deutschland, weil sie unbedingt nach Deutschland wollen, sondern die wollen weg aus Syrien, die wollen weg aus dem Irak, die wollen weg aus Afghanistan, weil sie dort bedroht sind, weil sie sich nicht schützen können. Die haben sich in der Regel nur unzureichend vorbereiten können, wenn überhaupt. Und die wissen auch häufig gar nicht so sehr, was sie hier wollen, was sie hier sollen und welche Perspektive sie hier eigentlich erreichen können und erreichen wollen, außer erstmal zu überleben. Die haben irrsinnige Herausforderungen im Bereich der Integration. Es geht darum, eine neue Sprache zu lernen. Es geht darum, in einem neuen kulturellen Umfeld zurechtzukommen. Die Aufgaben sind gewaltig und diesen Aufgaben kann ich nur sehr eingeschränkt gerecht werden, wenn ich auch noch traumatisiert bin. Es gibt einen ganz klaren Nachweis, wenn ich eine Traumafolgestörung habe, wenn ich eine posttraumatische Belastungsstörung habe, dann schneide ich in einem Sprachkurs dramatisch schlechter ab. Und das ist das, was wir in der Therapie tun. Wir versuchen, das Ereignis zu vergeschichtlichen, in einen Kontext von Raum und Zeit zu setzen. Das ist nichts Ungewöhnliches, das machen wir immer, wenn wir Geschichten erzählen. In jeder Kultur, in jedem Zusammenhang, in allen Familien ist es üblich, Geschichten zu erzählen. Immer wenn wir etwas Emotionales erlebt haben, versuchen wir Geschichten zu erzählen, versuchen wir anderen das verstehbar zu machen, was wir erlebt haben. Nur bei traumatischen Ereignissen gelingt das vielen Personen nicht. Und wir bieten uns als Zuhörer an. Wir haben viele Kriege und viele Menschen, die in ihrem Leben nichts anderes erlebt haben als Krieg. Und die haben nicht nur ein schlimmes Ereignis, die haben eine ganze Serie von Ereignissen, sodass wir nicht nur anbieten, über das Trauma zu reden, sondern wir reden über die gesamte Lebensgeschichte, von Geburt bis heute und erstellen sozusagen eine Autobiografie, in der es möglich ist, die einzelnen traumatischen Erfahrungen in einem sinnvollen Bedeutungszusammenhang darzustellen. Und das sind dann tatsächlich so kleine Büchlein, die die Patienten mitbekommen am Ende der Therapie, die sie für sich auch behalten können, in denen sie wieder nachbekommen können. Also wir stellen Autobiografie von normalen Überlebenden von Kriegen. Also vieles dessen, was wir von staatlicher Seite tun, läuft am Bedarf der Flüchtlinge vorbei. Und ich glaube, es gäbe durchaus eine große Bereitschaft in der Bevölkerung, auch zu akzeptieren, dass wir eine finanzielle Anstrengung jetzt brauchen, Probleme abzuwenden, denen wir sonst in 20, 30 Jahren unweigerlich begegnen werden, wenn wir hier eine Subgruppe von Flüchtlingen haben, die nicht zurück konnten. Im Moment ist nicht absehbar, wie sich der Krieg in Syrien entwickelt. Ich sehe im Moment keine Lösung, die darin enden würde, dass Flüchtlinge in großer Anzahl zurück können. Das ist eine andere Situation als die Balkankriege beispielsweise. Und wenn wir dieser Realität ins Auge schauen, dann reden wir jetzt nicht von einem Jahr, dann reden wir nicht von 2 Jahren, dann reden wir von Generationen, die hier integriert werden müssen, denen wir die Möglichkeit geben müssen. Und wenn wir jetzt hier nicht in einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung dem Problem begegnen, riskieren wir, dass ein erheblicher Anteil nicht die Rollenfunktionen wird übernehmen können, zu denen er eigentlich dazu in der Lage wäre.